In einer rund 10-minütigen Gameplay-Präsentation hat uns The Legend of Zelda-Produzent Eiji Aonuma neue Gameplay-Mechaniken aus dem am wahrscheinlich heißesten erwarteten Videospiel des Jahres, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, vorgestellt. Darüber hinaus erwartet uns eine Special Edition der Switch-Konsole sowie des Pro-Controllers im Zelda-Design, aber dazu gleich noch mehr. In nicht einmal mehr 2 Monaten erscheint nach Breath of the Wild endlich wieder ein The Legend of Zelda Spiel. Nintendo-typisch wussten wir aber bisher trotzdem relativ wenig über den zweiten Ausflug von Link auf der Nintendo Switch. In einem 10-minütigen Gameplay-Video hat man uns jetzt wenigstens einige der neuen Fähigkeiten von Link präsentiert und uns einen Vorgeschmack auf die hochinteressanten Crafting-Möglichkeiten gegeben, aber der Reihe nach. Eines dieser neuen Fähigkeiten ist die Zeitumkehr. Auf ein Objekt wie einen Stein angewandt, kann Link dessen Bewegung zurückspulen und diese, wie hier im Beispiel eben, von einer schwebenden Insel heruntergefallenen, wieder in die Luft steigen lassen und so als Fahrstuhl zweckentfremdet werden. Mit Synthese kann Link zukünftig Objekte kombinieren und so unter anderem eigene Waffen bauen. So lässt sich zum Beispiel eine Rute mit einem Felsen verbinden, um diese stärker und widerstandsfähiger zu machen. Apropos widerstandsfähiger, wie in Breath of the Wild werden eure Waffen nach einer bestimmten Zeit kaputt gehen. Ein Feature, welches nicht bei allen Spielern gut angekommen war. Im Video sehen wir auch, wie eine Heugabel mit einem Ast kombiniert wird und so eine Waffe mit extrem hoher Reichweite entsteht. Pfeile lassen sich unter anderem mit Eis oder Augen verbinden, um Gegner einzufrieren oder automatisch zielsuchend abzuschießen. Ein Schild lässt sich mit einem Pilz kombinieren, der bei gegnerischem Angriff sich in eine Art Rauchbombe auflöst und euch so die Möglichkeit gibt, euch heimlich von hinten an euren Gegner heranzuschleichen und ihn mit einem One-Hit zu killen. Richtig interessant wird es aber erst mit der sogenannten Ultra-Hand. Denn mit dieser kann Link völlig frei Gegenstände bzw. Fortbewegungsmittel bauen, wie einem Floß aus Baumstämmen und Ventilatoren oder gar Luftschiffen. Da es auch Räder gibt, könnt ihr euch ebenfalls auf eigens kreierte Autos einstellen oder eben sowas in der Art. Wie weit man hier genau geht und ob ihr dann später auch Minecraft-mäßig eigene Gebäude errichten dürft, wurde noch nicht verraten. Es sollen der Kreativität aber, Zitat, keine Steine in den Weg gelegt werden. Zum Abschluss wurde dann noch der neue Deckensprung enthüllt. Mit diesem kann Link fortan durch die meisten Decken über ihm gleiten und so auf lästige Klettereinlagen verzichten. Das Ganze geht dann so weit, dass sich Link in einer Höhle durch die Decke eines ganzen Berges bis auf die verschneite Spitze gleiten kann. Passend zum Spiel wurde dann auch eine neue OLED-Switch im Tears of the Kingdom Design angekündigt. Dieses Sondermodell erscheint bereits vor Release am 28. April und wird daher auch Tears of the Kingdom nicht beinhalten, welches erst am 12. Mai erscheinen wird. Die neue OLED-Version soll wie ihre Vorgänger ca. 370 € kosten, Rabatt beim Kauf der Konsole auf das Spiel gibt's aber nicht. Zu Release am 12. Mai könnt ihr dann auch einen neuen Pro-Controller im Zelda-Design sowie ein neues Tragecase für die Switch erwerben. Übrigens wird Tears of the Kingdom in seiner digitalen Version aus dem eShop 18,6 GB verlangen, aber natürlich auch Retail auf Modul erscheinen. Freut ihr euch auf diesen Nintendo-Kracher genauso wie ich? Oder ist das gar nicht euer Genre, da wir hier auf diesem Kanal ja eher Strategie- und Aufbauspiele behandeln? Schreibt mir das doch mal gerne in die Kommentare. The Legend of Zelda Tears of the Kingdom werde ich dann ab dem 12. Mai mit euch gemeinsam auf Twitch streamen. Freue mich drauf.